Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einfachen Hausmitteln eure verdreckten Autositze wieder so richtig schön sauber bekommt. Bleibt dran! Als Anschauungsobjekt dient uns heute wieder der Chevrolet Nubira. Er hat einen 13 Jahre alten Innenraum und die Sitze sind hellgrau gepolstert. Entsprechend sieht man dann auch den ganzen Dreck, der sich mit den Jahren darauf abgesetzt hat. Mit einfachen Hausmitteln heißt, wir können dieses Fahrzeug reinigen, sodass die Sitze wieder wirklich gut aussehen, mit zwei Methoden. Und zwar die erste Methode ist, ein Seifenwasser zu nehmen. Am besten nehmen wir dafür einfach das Feuerwaschmittel, das wir ohnehin schon im Keller haben, und ein Mikrofasertuch. Ein bisschen warmes Wasser und eine Lauge angemischt, nicht zu stark. Und dann können wir das einreiben in die Sitze und dann so oft wieder klarspülen mit dem Mikrofasertuch, bis kein Dreck mehr rauskommt. Ist ziemlich aufwendig, deswegen gibt es auch eine zweite Variante. Für alle, die zu Hause einen Waschsauger bzw. einen Nasssauger haben, so ein Gerät. Das muss nicht unbedingt diese Marke sein, die wir hier nicht sehen, sondern es kann auch jeder andere günstige Waschsauger sein bzw. Nasssauger sein. Ziel dessen ist es, wir können die Flüssigkeit einfach aufbringen und das am besten mit einem Sprüher, das geht am einfachsten, dann einarbeiten mit einer Bürste und wieder absaugen. Geht deutlich schneller, braucht natürlich dann auch dieses Gerät, und wenn ihr nur leichte Verschmutzungen habt oder euch das zutraut und einfach Zeit habt, könnt ihr es aber genauso gut ganz einfach auch mit den Mikrofasertüchern und der Seifenlauge machen. Ich werde jetzt einfach beide Methoden mal zeigen. Die Methode mit dem Mikrofasertuch werde ich auf der Beifahrerseite versuchen und mit dem Waschsauger gehe ich dann auf die Fahrerseite. Ich glaube, die hinteren Sitze werde ich dann einfach mit dem Waschsauger machen, weil es geht einfach direkt schneller. Jetzt zeige ich aber, wie die Sitze gerade aussehen. Ja, im letzten Video habe ich übrigens das Dashboard gereinigt und die Türinnenseiten, genauso auch die Schalter. Das ist jetzt hier wieder alles sehr schön hübsch. Wenn ihr es sehen wollt, ich verlinke es. Jetzt kommen wir zu den Sitzen. Die Sitze sind, wie gesagt, 13 Jahre alt, hellgrau, nicht unbedingt das pflegeleichteste an Material bzw. die pflegeleichteste Farbe. Hier haben wir, vielleicht sieht man es ganz gut, hier ist entweder mal was ausgelaufen oder es sind einfach Schweißflecken. Sieht eklig aus, aber hat auch euer dunkler Sitz. Auf jeden Fall, sowas entsteht einfach, wenn man im Sommer schwitzt. Hier auf der Beifahrerseite, vermute ich, ist mal eine Flasche umgekippt. Da ist einfach, ich denke mal, Cola oder Saft ausgelaufen und hat sich dann mit dem schon bestehenden Schmutz, mit dem Dreck verbunden, ihn angelöst, wieder eingetrocknet. So sieht das dann aus, wenn eine Flasche umkippt. So, und die Rücksitzbank sieht nicht viel besser aus. Hier ist wohl ebenfalls mal irgendwas ausgelaufen. Ansonsten ist überall so ein leichter Film drauf, leicht in Anführungsstrichen, einfach an Staub, an Dreck, der sich so einfach angesammelt hat über die Jahre. Hier auf der Beifahrerseite hinten, Rücksitzbank, sieht es noch ganz gut aus. Ich denke aber, das werden wir trotzdem noch deutlich heller bekommen, wenn wir da jetzt nochmal richtig rangehen und reinigen. Die Sitzrückseiten sehen eigentlich ganz gut aus. Man sieht, hier sind eigentlich keine Kinder mitgefahren, sonst wären hier die Sitzrückseiten komplett versaut. Das war ein Auto von jemand, der keine Kinder hat, aber dennoch ab und zu mal Leute mitgenommen hat. Und deswegen sehen die Rücksitze noch einigermaßen gut aus. Wie gesagt, hier ist wohl was ausgelaufen. Das kriegen wir aber alles wieder frisch. Hier ist auch, man sieht es hier so ein bisschen, in dem Bereich ein großer Fleck. Und natürlich diese stark sichtbaren Flecken. So, wie angekündigt, werde ich dann hier auf der Beifahrerseite diesen Sitz einmal mit dem Mikrofasertuch nur behandeln und dieser Waschlotion bzw. der Seifenlauge. Und hier auf der Fahrerseite werde ich dann im Anschluss die Variante testen mit dem Nasssauger. Schritt 1 wird jetzt sein, dass wir den Sitz sehr gründlich absaugen. Das mit einem ganz normalen herkömmlichen Haushaltsstaubsauger. Warum machen wir das? Wir wollen natürlich nicht, dass der Staub und Dreck, der jetzt hier auf dem Sitz drauf liegt, dann durch das Wasser noch weiter in die Fasern bzw. in den Stoff hineingearbeitet wird.
Okay, der Sitz ist abgesaugt. Ich habe euch jetzt auch mal hier mit reingeholt ins Auto. Hier könnt ihr natürlich viel besser sehen, was jetzt hier passieren wird. In der Variante hier auf dem Beifahrersitz werde ich einfach mit den Mikrofasertüchern arbeiten. Wie gesagt, da könnt ihr ein normales nehmen oder auch dieses. Das hat mir jetzt ganz gut gefallen, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne große Oberfläche hat und ich da dann auch mit der Hand rein kann. Deswegen werde ich jetzt dieses hier nehmen. Zusätzlich werde ich noch diese weiche Bürste nehmen, um hier auch an der Oberfläche dann den Schmutz nochmal zusätzlich lösen zu können. Wir gehen jetzt hier ran mit unserer Waschmittellauge und reiben die erstmal ein, beziehungsweise benässen den Sitz relativ großzügig. Das heißt, überall da, wo wir den Sitz jetzt nicht benässen würden und eben nicht putzen, würden diese Ränder entstehen. Die Ränder entstehen zusätzlich, wenn wir den Sitz nicht mit klarem Wasser oft genug sauber machen. Das heißt, der Schmutz, der gelöst ist, der immer noch irgendwo in dem Stoff dann drin sitzt, trocknet aus und wird dann diese Ränder hier bilden. Deswegen, wenn ihr das macht und anfangt, dann macht es richtig. Ansonsten wird das alles nur noch schlimmer. Also, wie beginnen wir? Wir nehmen unsere Seifenlauge und machen unseren Mikrofasertuch relativ feucht und werden einmal den gesamten Sitz damit benässen. Danach lösen wir das mit der Bürste. Ich nehme jetzt aber einfach, weil ich das Gerät habe und weil es einfacher geht, diesen Drucksprüher. Hier ist jetzt schon meine Seifenlauge drin, beziehungsweise die Vollwaschmittellauge. Und das kann ich jetzt hier drauf sprühen und verteilen mit der Bürste. Man sieht es auch hier schon, wenn ich hier so drüber gehe, da ist richtig dreckiger Schaum. Ich hoffe, man sieht es auch auf der Kamera, aber das ist alles so ein bisschen, ja, ich sag mal dunkel cremeweiß. Als nächstes, und das ist einer der anstrengendsten Schritte, müsst ihr jetzt die Oberfläche so oft klar spülen mit klarem Wasser und immer wieder auswaschen, euer Mikrofasertuch, bis kein Dreck mehr rauskommt. Wie gesagt, ganz wichtig, sonst entstehen diese Ränder, diese Dreckränder beim Trocknen. Es mag jetzt erstmal ganz gut aussehen, aber die Dreckränder, die werden euch keinen Spaß machen. Deswegen auf jeden Fall richtig gründlich mit klarem Wasser wieder rangehen, den Dreck rausholen und somit dann auch sicherstellen, dass der Sitz, wenn er abtrocknet, wieder sehr schön wird. So, ich gucke mal, was jetzt hier schon im klaren Wasser passiert. Ja, da hat sich doch schon ganz schön Schmutz auch rausgelöst. Man sieht es leider unter dem weißen Schaum dann doch nicht so gut. Aber wenn ich jetzt mal so durchgehe, ja, man sieht schon, das ist letzten Endes gelbes, hellbraunes Wasser. Von einem einzigen Mal drüber gehen mit dem Mikrofasertuch. Wie gesagt, das jetzt so lange machen, bis hier kein Schaum mehr rauskommt und der Dreck raus ist. Das wäre die Variante mit ganz einfachen Hausmitteln, so wie ihr es jetzt gesehen habt. Ich nehme jetzt einfach, um hier den Dreck rauszubekommen und weil es einfacher ist, den Nasssauger. Das heißt, ich werde jetzt hier in meinen Sprüher klares Wasser einfüllen und mit dem klaren Wasser hier einmal wässern und dann mit dem Sauger immer direkt wieder absaugen. Ja, und ich denke, ich mache dann jetzt einfach mal die Timelapse an. Grundprinzip habt ihr verstanden. Jetzt muss ich hier vorankommen.
So, ich mache schon mal einen kleinen Vergleich. Das ist das Zwischenergebnis auf der Beifahrerseite. Der Sitz ist wieder wirklich schön hellgrau geworden. Der hat jetzt nicht mehr so einen Braunstich, wie er vorher hatte. Hier im Vergleich noch der Fahrersitz. Der ist jetzt gerade nicht ganz so gut beleuchtet wie der Beifahrersitz, deswegen wirkt es gerade extrem. Aber er hat einen deutlichen Braunstich im Vergleich zum Beifahrersitz. Jetzt geht es weiter mit dem Fahrersitz und dann kann ich, glaube ich, auch hinten weitermachen. So, hier beim Fahrersitz die gleiche Prozedur. Einmal einsprühen mit der Vollwaschmittellauge, die ich habe. Danach werde ich das Ganze einarbeiten mit der Bürste. Bei Bedarf, ich habe gesehen, das bringt auch schon ein bisschen was, kann man hier mit dem Tuch auch nochmal bis um die Ecken gehen, um wirklich dann überall gewesen zu sein. Das Tuch ist schön schonend und hiermit kann man dann vor allem hier diesen feinen Stoff dann behandeln. Dieser grobe Stoff, der wirklich dann auch festsitzend hier teilweise wirklich auch fast schon klebrig den Dreck drin hat, den behandelt man am besten mit so einer weichen Bürste. So, ich habe jetzt hier in meinem Drucksprüher wieder die Lauge eingefüllt. Aber bevor ich hier anfange, die gleiche Prozedur wie auf der Beifahrerseite, gründlich absaugen. Hier sind überall noch Fussel drauf. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt noch mit in das Material einarbeiten. Einmal absaugen und dann geht's los mit der Lauge. So eine halbe Ewigkeit später bin ich nun endlich fertig. Das war dann doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte bei dem Fahrzeug. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Absolut keine Flecken mehr auf den Sitzen. Die Sitze sind wieder schön hellgrau. Auch hier drüben. Ihr erinnert euch, hier hatten wir bösen großen Fleck. Ja, da war wohl irgendwas ausgelaufen. Absolut nichts mehr da. Ja, und auch auf den Rücksitzen wieder alles picobello. Keine Flecken mehr. Hier war ebenfalls auf der Beifahrerseite, ich glaube hier war es auf der Fahrerseite. Seht ihr, man sieht es schon gar nicht mehr. Hier war auf der Fahrerseite der größere Fleck. Jetzt kein Unterschied mehr zwischen Fahrer- und Beifahrerseite. Auch hier oben die Sitzlehnen. Strahlt wieder alles. Und übrigens, ich habe mit der gleichen Methode auch den Boden gemacht. Hier hinten musste ich sie eigentlich nur absaugen und mit dem Mikrofasertuch feucht wischen. Genauso auf der Beifahrerseite, da reichte auch gründliches Absaugen und Feuchtwischen mit dem Mikrofasertuch. Auf der Fahrerseite allerdings, da waren dann die Verschmutzungen doch ein bisschen stärker. Das, was man jetzt hier vorne sieht, das ist nur eine Abnutzung. Ansonsten waren hier einfach Ränder außenrum von feuchten Schuhen. Da ist dann einfach beim Regen bzw. bei feuchtem Wetter auch immer mal wieder was nebendran gekommen. Also hier auch einmal komplett eingesprüht, einwirken lassen, einmassiert und abgesaugt. Das kann jetzt auch trocknen. Ja, ich würde sagen, einmal ein richtig schönes Ergebnis. Ich bin begeistert, auch wenn es ziemlich lang gedauert hat und der Wagen jetzt noch trocknen muss. Ja, und wenn wir schon zum Trocknen kommen, dann habe ich da noch ein paar Hinweise für euch. Als erstes, Fahrzeug gut austrocknen lassen. Um die Schimmelbildung zu vermeiden, solltet ihr das Fahrzeug so weit austrocknen lassen, dass eben alle Feuchtigkeit raus ist. Dazu bei offenem Fenster fahren, die Klimaanlage einschalten, was auch immer, alles was hilft, ist gut. Hinweis 2. Nur so viel Waschmittel bzw. Reiniger verwenden wie unbedingt nötig. Zu viel bedeutet, ihr habt ewig zu spülen, bis der Reiniger wieder ausgewaschen ist aus dem Sitz. Drittens. Verträglichkeit sicherstellen. Ihr sitzt auf dem Sitz auch im Sommer und da berührt ihr dann auch mit der nackten Haut die Sitze. Wenn ihr dann schwitzt, dann kann es sein, dass sich verbliebene Reinigungsmittel lösen und Hautreizungen verursachen.
Um das zu vermeiden, auf jeden Fall schonende Reiniger verwenden. Am besten, wie ich, ein Waschmittel verwenden, das ihr sowieso verwendet und das eure Haut auch schon kennt. Da seid ihr auf keinen Fall allergisch drauf. Auch zu starke Reiniger sind natürlich dann wiederum schlecht und können Hautreizungen verursachen. Deswegen auf jeden Fall gut ausspülen und euch gut überlegen, wie stark muss euer Reiniger eigentlich sein. In den meisten Fällen tut es sogar klares Wasser oder nur eine leichte Lauge. Tipp 4. Wenn ihr nur kleine Flecken habt, dann könnt ihr den Fleck auch lokal behandeln. Wenn ihr ihn lokal behandelt, dann versucht einfach mit der Feuchtigkeit dann auch die Area außenrum etwas zu behandeln, damit eben diese Stockungsflecken bzw. diese Trocknungsflecken nicht passieren. Also es etwas großflächiger machen. Idealerweise nehmt ihr dann einfach das ganze Polster und macht es sauber. Wenn das aber nicht geht und es schnell gehen muss, dann vermeidet einfach, dass ihr nur an einem Punkt arbeitet mit dem Reiniger und es nur an einem Punkt einfach nass wird und versucht es dann einzublenden sozusagen, damit man das dann nicht mehr sieht. Tipp 5 sind die Alternativen zu den gezeigten Methoden. Und zwar sind das professionelle Waschsauger. Die könnt ihr ausleihen in Reinigungen oder auch in Baumärkten. Meistens gibt es dann für das gleiche Geld direkt auch den Reiniger mit dazu. Da seid ihr also gar nicht so teuer mit bei. Das kommt so auf 25, 30 Euro. Polsterreinigerschaum könnt ihr natürlich auch ausprobieren. Bei mir hat das bisher nicht so viel gebracht. Naja, meine Erfahrung ist aber, dass ein feuchtes Mikrofasertuch mit klarem Wasser oder einem kleinen Spritzer Seife, Waschmittel oder auch Haarshampoo mindestens genauso, wenn nicht sogar deutlich besser funktioniert und euch einfach nichts kostet. Hinweis bzw. Tipp Nummer 6. Hat euer Fahrzeug eine Sitzheizung, dann achtet darauf, dass ihr nicht zu wild auf dem Polster herumreibt und auch nur das Nötigste an Wasser verwendet. Die Heizspiralen im Sitz können einfach brechen, dadurch, dass ihr dort drauf rumreibt. Das heißt, sie verschleißen ohnehin mit der Zeit. Irgendwann wird das passieren. Man muss es aber nicht beschleunigen. Genauso auch mit dem Wasser. Gut haushalten, nicht zu viel nehmen. Die Heizspiralen, je nachdem, was es für Material ist, können dann auch korrodieren oder eben einfach nur die Steckverbindungen für eure Sitzheizung. Habt ihr allerdings eine Sitzheizung, dann schaltet sie auch ein. Wenn ihr die Sitze gereinigt habt und es ist noch ein bisschen Restfeuchtigkeit drin, dann hilft das auf jeden Fall, den Sitz komplett durchzutrocknen und Schimmelbildung bzw. muffigen Geruch zu vermeiden. Tipp Nummer 7. Müsst ihr nur mit dem Wagen fahren und die Sitze sind doch immer noch klamm, dann legt einfach ein dickes Handtuch drüber für die Fahrtdauer. Sobald ihr angekommen seid, nehmt ihr das Handtuch runter, schmeißt es in den Kofferraum oder im besten Fall nehmt es sogar raus aus dem Auto, damit es die Feuchtigkeit nicht in die Luft im Auto wieder abgibt. Es gibt allerdings auch in Baumärkten oder manchmal auch beim Discounter so Schonbezüge, so Werkstatt-Schonbezüge, die sind ebenfalls dafür gut geeignet, weil sie einfach keinen Schmutz und auch vor allem einfach keine Feuchtigkeit durchlassen. So bleibt ihr trocken, euer Sitz bleibt sauber, denn wenn ihr zum Beispiel eine dunkle Jeans anhabt, dann würdet ihr auf dem Sitz und auf dem feuchten Sitz vor allem sofort wieder Flecken bzw. Abfärbungen generieren. So, damit sind wir fertig. Wenn euch die Tipps jetzt wirklich weitergeholfen haben, dann scheut euch nicht, ein Like zu geben. Wie gesagt, das Like hilft dem Algorithmus herauszufinden, was ist guter Content und so können auch alle anderen User davon profitieren, indem dieses Video höher gerankt wird. Ich verlinke übrigens die Playlist mit anderen Reinigungstipps hier ebenfalls als Infokarte und wenn ihr die anderen Reinigungstipps einfach direkt nicht verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt motorkrank, wir sehen uns.